Ahoi, liebe Kreuzfahrtfreunde und herzlich willkommen zu unserer Mittelmeerkreuzfahrt auf der Mein Schiff 6. Kreta und Rhodos hatten wir uns ja mittlerweile angesehen. Und nun stand an diesem Tag Mykonos auf unserem Programm. An diesem Morgen hieß es erstmal richtig gut frühstücken, denn vor uns lag ein wirklich recht langer Tag. Anschließend ging es nochmal kurz zurück in unsere Kabine, bevor wir uns auf den Weg zu den Tenderbooten machten. Wir waren schon ganz froh, dass an Bord der Mein Schiff 6 gerade mal 2.500 Passagiere waren. Wie das Tendern aussieht, wenn hier richtig große Schiffe liegen, wie die AIDA Nova oder die AIDA Cosma, wird sich jeder von euch gut vorstellen können. Einen Landausflug bei TUI Cruises hatten wir, wie fast immer während unserer Kreuzfahrten, für Mykonos nicht gebucht. Wir wollten die Insel auf eigene Faust erkunden. Es dauerte dann auch gar nicht mal so lange, bis der Leihwagen am vereinbarten Treffpunkt eintraf. Die Mädels wollten an diesem Tag unbedingt reiten. Und so haben wir schon von Rhodos aus bei einem Reiterhof eine entsprechende Reservierung gemacht. Ich selbst bin dann nicht so ein Freund des Pferdesports. Und so nutzte ich die gut 2 Stunden, die die Mädels unterwegs sein würden, für meine eigene Erkundungstour über Mykonos. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Wie macht ihr das eigentlich bei euren Landausflügen? Bucht ihr die bei der jeweiligen Reederei oder seid ihr lieber auf eigene Faust unterwegs? Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentarzeile. Und schreibt bitte auch gleich dazu, welche Erfahrungen ihr so gemacht habt. In Panormos, das gerade einmal gute 7 Kilometer von Mykonos Stadt aus entfernt liegt, findet man einige richtig schöne Strände. Hier kann man einen erholsamen und vor allem ruhigen Strandtag wirklich genießen. Ganz im Gegenteil zu den Stränden im Süden der Insel, die ja eher den Ruf der Partystrände genießen. In der Bucht von Panormos gibt es dann aber auch noch weitere, ein wenig versteckt liegende Strände. Hier findet man dann kaum noch eine touristische Infrastruktur. Aber was man hier in jedem Falle hat, man hat hier seine Ruhe. Man braucht hier auf Mykonos nicht zwangsläufig einen Leihwagen. Auch das Busnetz der Insel ist ganz gut ausgebaut. Von Mykonos Stadt aus erreicht man vollkommen problemlos die bekanntesten Strände der Insel und den Flughafen. Je nachdem, wo ihr hin wollt, zahlt ihr für die einfache Strecke zwischen 2 und 3 Euro. Egal, ob ihr nun mit einem Bus oder in einem Leihwagen unterwegs seid, ihr könnt euch hier problemlos durch Google Maps navigieren lassen. Griechenland ist Mitglied der EU. Es entstehen euch hier also bei eurer Handynutzung keinerlei zusätzliche Kosten, wie zum Beispiel Roaminggebühren. Ihr zahlt lediglich genau den Preis, den ihr für die Nutzung auch in Deutschland bezahlen würdet. Noch ein kleiner Tipp für Kreuzfahrten außerhalb der EU. Besorgt euch vorher möglichst eine eSIM-Karte. Hier bekommt ihr manchmal schon richtig preiswerte Angebote, mit denen ihr euer Handy weltweit nutzen könnt. Die meisten eSIM-Karten sind preiswerter als das, was ihr für die Internetnutzung an Bord für einen einzigen Tag zahlen müsst. Die meisten Reedereien kassieren bei der Internetnutzung an Bord ja mal richtig ab. Wenn euch unser Video gefällt, wäre es ganz toll, wenn ihr uns dafür einen Daumen hoch dalassen würdet. Und wenn ihr mehr Videos nicht nur über Kreuzfahrten, Kreuzfahrtschiffe und Landausflüge sehen wollt, sondern von den Traumzielen unserer Erde schlechthin, dann abonniert am besten einfach unseren Kanal. Ihr findet da Videos von allen Kontinenten unserer Erde. Also schaut einfach mal rein. Als ich dann pünktlich nach 2 Stunden wieder zurück am Reiterhof war, waren die Mädels immer noch unterwegs. Aber wie heißt es ja so schön, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Bei mir sieht das allerdings ein wenig anders aus. Es dauerte dann immerhin noch eine gute halbe Stunde, bis die 3 schließlich von ihrem Ausritt wieder zurück waren. Und sie hatten dabei wirklich jede Menge Spaß.
Wenn es nach Lisa und Jenny gegangen wäre, dann hätte dieser Ausritt ruhig noch 2 bis 3 Stunden länger dauern können. Damit jetzt hier aber kein falscher Eindruck entsteht. Üblicherweise gehört es dazu, dass die Reiter die Pferde hinterher wieder striegeln und auch sauber machen. Lediglich ein doch verhältnismäßig großes Trinkgeld hat den 3 Mädels das an diesem Tag erspart. Das Ganze hätte dann doch noch eine knappe Stunde in Anspruch genommen. So aber konnten wir uns vom Reiterhof aus in Richtung Süden auf den Weg machen. Denn hier befinden sich dann die richtigen Traumstrände von Mykonos. Ihr könnt natürlich auch an Bord den Ausflug Entspannter Strandtag buchen. Das kostet euch dann aber gleich mal richtig viel Geld. Wir finden ja sowieso, die Landausflüge der Reedereien, und zwar egal welcher, haben sich in den letzten Jahren extrem verteuert. Wie seht ihr das? Haltet ihr die Preise für Landausflüge noch für angemessen? Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentarzeile. Wenn ihr es deutlich preiswerter haben wollt, fahrt ihr einfach mit dem Bus. Hin- und Rückfahrt zusammengenommen kosten euch gerade mal 6 Euro. Ihr müsst dann aber außerhalb der Hochsaison eure eigenen Strandtücher mitbringen. Selbst eine Taxifahrt hierher kostet euch immer noch nur die Hälfte dessen, was ihr für den entsprechenden Landausflug zahlen würdet. Und der Landausflug besteht im Wesentlichen ausschließlich aus dem Transport. Die Nutzung der Strandliegen und auch der Sonnenschirme ist natürlich kostenpflichtig. Und die Preise dafür haben hier auf Mykonos mittlerweile durchaus italienisches Niveau erreicht. Ob sich Mykonos für euch während der Hochsaison, also der Sommermonate, lohnt, müsst ihr selbst entscheiden. Die Preise während der Hauptsaison sind hier auf dieser Insel mittlerweile enorm hoch geworden. Außerdem kommt noch hinzu, dass gerade im Juli und August die Tagestemperaturen schon mal locker die 40-Grad-Marke überschreiten können. Ob das dann noch Spaß macht, ein Sonnenbad zu nehmen, daran haben wir doch heftige Zweifel. Wenn ihr mal gerade keine Kreuzfahrt machen wollt, sondern auf der Suche nach einem 1- oder 2-wöchigen Urlaub seid, dann haben wir hier was für euch. Albanien ist ein perfektes und nach wie vor recht preiswertes Urlaubsland. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, auf unserem Kanal findet ihr ein Video darüber. Und den Link dazu blenden wir euch hier oben mal in den Bildschirm ein. Schaut es euch gerne mal an. Und wir sind uns da ziemlich sicher, wenn ihr das Video gesehen habt, werdet ihr weder die Türkei noch Ägypten buchen. Aber jetzt wieder zurück nach Mykonos. Lisa und Jenny wären hier nur allzu gerne mal ins Meer gegangen. Aber in der Vorfreude aufs Reiten hatten sie ihre Badesachen in der Kabine vergessen. Während ihr im Norden und Nordosten von Mykonos auch während der Hauptsaison so gut wie keine touristische Infrastruktur findet, ist das hier im Süden der Insel ganz anders. Hier haben auch während der Herbst- und der Frühlingsmonate noch zahlreiche Restaurants geöffnet. Hunger hatten wir zu diesem Zeitpunkt keinen. Aber okay, wir hatten ja auch richtig gut gefrühstückt. Was wir jetzt brauchten, war eine kleine Abkühlung und eine Erfrischung. Wir hatten ja an Bord kein Internet gebucht. Und Lisa und Jenny nutzten so jede sich bietende Möglichkeit, um die gemachten Fotos auf ihre Social-Media-Accounts hochzuladen. Wir waren doch ganz gut in der Zeit und so konnten wir die Pause hier in aller Ruhe genießen. Lisa und Jenny waren auch an diesem Tag wieder richtig gut drauf. Und das kann man ja nun von Teenagern nicht unbedingt erwarten. Das nennt man dann wohl Lebensfreude pur, oder? Am späten Nachmittag ging es für uns dann wieder zurück nach Mykonos Stadt. Und von den Hügeln vor der Stadt hat man einen fantastischen Panoramablick. Wenn ihr auf dieser Insel seid, diese Aussicht solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Bei fast allen Inselrundfahrten gehört ein Fotostopp hier oben immer mit dazu. Wir waren ziemlich pünktlich wieder zurück beim vereinbarten Treffpunkt für die Rückgabe unseres Leihwagens.
und danach machten wir uns zu Fuß auf den Weg zu den Tenderbooten. Unser Fazit nach diesem Tag: Mykonos lohnt sich wirklich. Und selbst wenn man weder mit dem Bus noch mit einem Leihwagen unterwegs sein will, dann erkundet man einfach die Stadt. Auch das hat durchaus seinen Reiz. Alternativ nimmt man sich einfach ein Strandtuch mit und legt sich an den kleinen Strand, der gar nicht mal weit von den Tenderbooten aus entfernt liegt. Im Frühjahr und auch in den Herbstmonaten ist es in Mykonos Stadt gar nicht mal so wirklich voll. Das ändert sich dann aber während der Hauptreisezeit schlagartig. Dann wird Mykonos fast zu einer einzigen Partyinsel. Und was dann hier los ist, wird sich jeder von euch jetzt gut vorstellen können. Das wäre dann in 2-3 Jahren vielleicht was für Lisa und Jenny. Aber für uns käme das nicht mehr in Frage. Denn aus dem Partyalter sind wir längst raus. Wenn ihr Fragen zu diesem oder einem anderen unserer Videos habt, dann schreibt sie uns einfach in die Kommentarzeile. Wir antworten garantiert. Und wir freuen uns auch immer darüber, wenn wir dem einen oder anderen von euch bei der Planung seiner eigenen Kreuzfahrt oder seines Urlaubs ein wenig weiterhelfen können. Wir mussten hier dann doch gute 15 Minuten auf das Tenderboot warten. Und wie lange wir hätten warten müssen, wenn wir hier auf einem riesigen Schiff unterwegs gewesen wären, wird sich jeder von euch jetzt gut vorstellen können. Also Austendern von Schiffen wie der Aida Cosma oder der Aida Nova möchten wir, weiß Gott, nicht miterleben. Auf welchen Schiffen macht ihr am liebsten eine Kreuzfahrt? Sind es die Kusmon-Schiffe von Aida oder doch lieber die Mein Schiff von TUI Cruises? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentarzeile und teilt uns auch möglichst mit, warum das so ist. Es waren an diesem Nachmittag erstaunlicherweise nur sehr wenige Tenderboote unterwegs. Und insofern waren wir ganz froh, dass wir schon wieder zurück an Bord unserer Wohlfühloase waren. Wir hatten schon am ersten Tag unserer Kreuzfahrt für Lisa und Jenny eine Massage gebucht. Und darauf freuten die beiden sich jetzt ganz besonders. Also ging es ab ins Spar und Meer. Massagen an Bord sind natürlich kostenpflichtig. Und je nach Dauer kann das schon mal richtig ins Geld gehen. Aber dafür ist an Bord der Mein Schiff wenigstens die Benutzung der Saunalandschaft kostenlos. Bei den meisten anderen Reedereien muss man mittlerweile sogar dafür bezahlen. Und auch das Eis ist bei der Mein Schiff im Reisepreis bereits eingeschlossen. Andere Erfahrungen werden all jene gemacht haben, die schon mal mit Aida unterwegs waren. Denn hier bekommt man lediglich zu den Hauptmahlzeiten in den Buffet-Restaurants kostenloses Eis. Während die Mein Schiff 6 sich auf den Weg von Mykonos nach Piräus machte, ging es für uns zum Abendessen. An diesem Abend ins Atlantic. Und hier genossen wir ein wirklich vorzügliches 3-Gänge-Menü. Wie gesagt, unser nächster Hafen war Piräus und von da aus ging es natürlich auch nach Athen. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns bei unserem Landausflug nach Athen und zur Akropolis auch wieder ein Stück weit begleiten würdet. Und wenn ihr euch mehr Videos von unseren Kreuzfahrten und Landausflügen ansehen wollt, dann klickt ihr im Abspann einfach auf das Vorschaubild. In unserer Playlist findet ihr mittlerweile über 100 Videos von unseren Kreuzfahrten. Jetzt aber auf alle Fälle schon mal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen.